Hallo meine Lieben, heute habe ich mal wieder ein kleines Nähprojekt für euch und für diejenigen, die jetzt denken, meine Güte, schon wieder ein Nähprojekt. Nächstes Wochenende gibt es was anderes, versprochen, aber ich hatte letzte Woche für mich so eine iPad-Hülle genäht und ich dachte, das wäre ein Projekt, was euch auch interessieren könnte. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, wie das Ganze aussieht, was wir heute machen werden. Wir werden diese hier machen, aber hier auch noch eine Variante mit diesem Schwalbenblumenmuster und dunkelblau, innen drinne rosa. Und hier habe ich so Rosenmuster und innen drinne auch rosa. Ich werde euch zeigen, wie ihr das berechnen könnt, damit ihr das wirklich in der Größe machen könnt, wie das für euer Gerät am besten passt. Und ihr seht, die hat schon auch eine Dicke und eine Stabilität, von dem her, dass euer Gerät da auch gut geschützt ist. Ihr könnt, ich werde euch Varianten zeigen, ihr könnt es abnähen, ihr könnt es aber auch so lassen, ohne das abzunähen. Ich habe es mit einem Klettverschluss gemacht, aber da könnt ihr echt auch mit Druckknöpfen arbeiten oder mit Magnetknöpfen, was auch immer ihr gerne als Verschluss haben möchtet. Ich werde euch, wie gesagt, die Variante zeigen mit dem Klettverschluss und zwar auch so, dass ihr den im Innenstoff jeweils oder Außenstoff jeweils nicht seht. Dasselbe auch mit dem Label hier, das machen wir auch selber. Und da werde ich euch das auch zeigen, dass ihr das dann auf der anderen Seite nicht seht. Für diejenigen jetzt nicht die Schweizer oder nicht die Berner, die das hier mit diesem Spruch nicht ganz schnallen. Ne? Mies Öpfeli heißt auf Hochdeutsch mein Äpfelchen, von wegen iPad, Apple. Ne? Ich fand das eigentlich noch witzig, diesen Spruch hier, so dieses Mies Öpfeli. Und ja, eben, wie wir diese Tasche hier machen, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ich habe hier eine Vorlage gemacht und die ist nicht für die Stoffe, sondern das ist für das Volumenvlies. Und anhand des Volumenvlieses könnt ihr dann die 1 cm Nahtzugabe quasi dann abschneiden. Ich zeige euch kurz, was die Maße sind. Das hier ist für das größte iPad und ich habe das ganz einfach so abgemessen, einfach damit ihr das wirklich für was auch immer ihr da reinpacken könnt, euch das abmessen könnt. Ich habe einfach geguckt, wie groß muss das Ganze sein, natürlich inklusive Stift. Dann lande ich hier so, damit ich einmal rumkomme, bei 47 cm. Und ich habe da effektiv einfach noch 5 cm dazu gegeben zur Sicherheit, dass ich wirklich genug Platz habe. Das heißt, in der Länge bin ich bei diesen 52 cm plus, wir wollen ja noch eine Lasche haben, das heißt, da soll ja dann oben runter auch noch eine Lasche kommen und da habe ich 8 cm genommen. Das heißt nicht bis komplett runter, sondern einfach oben, dass ich hier so quasi wie eine Lasche habe. Von der Breite her, da sind wir bei meinem Laptop oder bei meinem iPad eigentlich bei 28 und da habe ich effektiv auf beiden Seiten 2 cm dazu gegeben. Das heißt, ich bin bei 32. Man sieht ja so, ne? Also das ist ungefähr die Breite. Ich gehe hier wirklich so ein bisschen drüber. Das heißt, wenn ihr euch das ganze Stück anguckt, eben bei mir jetzt hier über die ganze Breite bin ich bei 60 cm und hier bei 32 cm. Hier oben sind es nicht 32, sondern hier sind es 14 cm. Das heißt, ich habe hier diese 8 cm Lasche einfach abgeschrägt, damit ich hier dann nur noch bei 14 cm lande. Und eben diese Lasche ist von den gesamthaft 60 cm ist es 8 cm. Das heißt, ohne die Lasche
ist das Stück 52 cm, mit Lasche ist es 60 cm. Das schneidet ihr aus einem Volumenvlies aus. Jetzt, was ist ein Volumenvlies? Ein Volumenvlies ist, das hat so, einfach damit hier, das ist nicht extrem dick. Ich habe jetzt hier eine H630 und die ist auf der einen Seite mit einer Leimschicht beschichtet und das sieht ihr auch wirklich gut. Also hier ist sie so wirklich fein und hier ist sie so gepunktet und das ist der Leim. Ihr habt gesehen, ich habe bei meinem Laptop auch noch die Tastatur ringsherum. Von dem her hat das hier schon einen gewissen Schutz. Bei mir geht es wirklich darum, hier diese Tasche einfach zu machen, damit ich das nicht komplett so ohne irgendeinen Schutz noch zusätzlich darum in die Tasche machen kann, sondern dass ich hier wirklich noch eine zusätzliche Tasche habe, damit hier die ganzen Anschlüsse, ich finde es einfach besser, wenn das Ganze da nochmal geschützt ist. Aber eben wenn ihr, das ist dann, da kriegt ihr schon eine gute Polsterung hin, weil wir machen das mit diesem Volumenvlies ja zweimal. Das heißt, es kommt auf beide Stücke drauf. Also ihr schneidet das zweimal zu und dann geht das Stoffschneiden relativ einfach. Ihr bügelt ganz einfach euren Stoff. Ich habe hier einen rosa und einen mit Rosen, einen grauen, und den bügelt ihr zuerst einmal und dann legt ihr quasi dieses Volumenvlies mit den Klebepunkten nach oben auf euer Bügelbrett oder auf eurem Bügelplatz und dann legt ihr von dem Stoff, den ihr haben wollt, hier genug oben drauf, damit ihr da noch eine Nahtzugabe von 1 cm nachher ausschneiden könnt. Und so klebt ihr das dann mit dem Bügeleisen quasi fest. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier nämlich, ich nehme mal kurz das rosarote, dann seht ihr es ein bisschen besser. Oder ansatzweise besser. Wenn ihr das dann aufgebügelt habt, dann könnt ihr hier wunderbar mit dem Schneiderlineal, geht ihr einfach bei dieser 1 cm Markierung, legt ihr das so an, dass ihr entlang des Volumenvlies seid. Nicht bei 2 cm, sondern bei 1 cm. Zweiter Versuch. Hier. Ihr legt es bei 1 cm an und dann könnt ihr wunderbar mit dem Rollschneider das Stück hier abschneiden und das eben um das komplette Stück herum. Das heißt, ihr gebt überall an diesem Stück 1 cm Nahtzugabe mit dazu. Und dann habt ihr 2 Stücke, die mit diesem Volumenvlies geklebt sind. Und eben beide auch gleich groß sind. Was ihr dann noch braucht, wenn ihr ein Label machen wollt, das heißt, ich will hier in der Mitte, dass ich ein Label habe und zwar mit dem Stoff des Innenstoffs. Und das habe ich ganz einfach so gemacht, dass ich hier ein Stück habe, oder 2 Stück habe, die in der Höhe 4,5 cm sind und in der Breite habe ich das auf 14 cm geschnitten und da eine Flieseline, das ist eine H250, die habe ich geschnitten auf 12 cm und auf 2,5 cm und die dann natürlich auch mit der Klebeseite, mit der glänzigen Seite nach unten auf den Stoff und die hier aufgebügelt. Das ist das, was ihr an Volumenvlies und an Stoffen braucht. Geschnitten, wie gesagt, habe ich das Ganze mit dem Schneidelineal und dem Rollschneider. Dann brauchen wir wie immer die Wonderclips und die Nadeln. Ihr braucht natürlich passenden Faden. Ich habe hier grau und rosa, weil je nachdem, was ich dann nähe, ich sage es euch dann jeweils, werde ich einen anderen Unterfaden nehmen als den Oberfaden, aber das zeige ich euch dann. Ihr könnt vom Verschluss her, da könnt ihr echt frei wählen. Ich werde euch eine Variante zeigen mit einem Klettverschluss.
Und deshalb habe ich hier noch einen Klettverschluss in der Breite von 11 cm. Dann, Stoffschere ist nie schlecht, wenn man die auch auf dem Tisch hat. Und dann braucht ihr einfach irgendetwas, um ein paar Sachen noch aufzuzeichnen. Und was auch hilfreich ist, mit dem Label und dem mit dem Klettverschluss, wenn ihr so eine Doppelklebeband habt, um das erstmal zu platzieren, bevor wir es dann festnähen. Und was ich auch machen werde, ihr habt es bei diesem Exemplar hier gesehen, ich werde hier ein Label aufbringen mit der Flexfolie und deshalb brauche ich noch die Hitzematte und die Cricut Mini Press. Und natürlich, um die Flexfolie dann zu entgittern, auch noch das Entgitterungstool. Zusätzlich wie immer natürlich das Bügeleisen und die Nähmaschine. Jetzt starten wir als allererstes mit dem Label und da mache ich so, dass ich beide Seiten rechts aufeinander lege. Und was ich hier mache, ich mache eine Wendeöffnung noch und das reicht hier auch, wenn ihr so 5 cm oder sogar 4 reichen eigentlich auch. Macht ihr euch einfach auf einer der langen Seite bei 4 cm eine Markierung und was wir jetzt nähen ist mit 1 cm Nahtzugabe. Wir fangen hier an. Machen da, also verriegeln da, und dann nähen wir hier entlang von diesem Stück bis wieder zur anderen Markierung, verriegeln da und das machen wir jetzt auch gleich. Wenn ihr fertig seid, dann sollte das so aussehen und ganz vergessen zu sagen, das rosa Stück habe ich natürlich mit dem rosa Faden geschnitten. Jetzt könnt ihr hier die Ecken schön knapp abschneiden. Das verhindert nachher quasi, dass ihr in den Ecken so einen kleinen Noppen habt. Und dann könnt ihr ringsherum das circa auf 3 mm zurückschneiden auch. Bis auf das Stück, wo ihr die Wendeöffnung habt, da lasst ihr den kompletten Zentimeter stehen. Und dann könnt ihr dieses Element auch wenden. Da hilft es jeweils, wenn ihr so ein China-Stäbchen habt und da dann die Ecken auch so ein bisschen rausdrücken könnt. Dann könnt ihr hier die Nahtzugabe auch gleich reinlegen. Und damit das Ganze dann auch ein bisschen besser liegt, könnt ihr das auch kurz mit dem Bügeleisen wieder glatt bügeln. Dann nehmen wir das Stück mit dem Außenstoff und legen das so vor uns hin, dass ihr hier quasi den Deckel habt. Das wäre jetzt quasi so, ne? Und wir haben ja hier 1 cm Nahtzugabe und ich werde es hier ringsherum auch abnähen und von dem her gehe ich da auch noch so ein bisschen hoch. Und deshalb messe ich jetzt von dieser unteren Kante 2 cm hoch und ich gucke auch, dass ich dann hier mittig liege. Das heißt, hier Geodreieck, der Abschluss des Stoffes ist bei 2 cm. Und ich habe hier mit den Außenmarkierungen geguckt, dass ich auch schön in der Mitte liege. Und da gucke ich jetzt, dass ich das möglichst auch mittig da drauf lege.
Und um das zu platzieren, mache ich das ganz einfach so, dass ich da jeweils kurz ein Stück Doppelklebestreifen drauf klebe. Und jetzt kann ich das hier schön eben nochmal kontrollieren, dass sie hier schön auf den 2 cm liegt und dass das schön mittig ist. Und jetzt kann ich dieses Label hier auch mittig und entlang vom Lineal quasi anlegen. Und das könnt ihr jetzt auch kurz mit Nadeln noch festmachen. Ich werde es nachher so machen, dass ich das Label, was ich ausplotte, so in der Größe mache, dass ich die Naht überdecke damit. Und deshalb gucke ich hier, dass ich hier einfach ein gutes Stück reingehe und mir das auch kurz so ein bisschen anzeichne, damit ich beim Nähen wirklich sehe, wo ich durchnähen muss. Voilà. Und jetzt kann ich hier wirklich entlang der aufgezeichneten Linie einfach kurz ringsherum gehen und das annähen und hier einfach gucken, wo ihr die Wendeöffnung habt, dass ihr das dann wirklich so schön während dem Nähen hinlegt, dass der Oberstoff den Unterstoff wirklich schön abdeckt und das hier auch schön gerade ist. Und das mache ich jetzt kurz. To feel safe. Favorite mistake playing on repeat. Baby, let's feel every heartbeat. I'll be yours till the morning light. Right here in the moment, we'll breathe. Ich habe da gemerkt, dass ich so wie ich das abgezeichnet hatte, ein bisschen zu weit innen war und so die Nahtzugabe zu wenig schön eigentlich quasi schließen konnte und deshalb bin ich nochmal ringsherum und habe das ein bisschen weiter abgenäht. Also hier, wenn ihr das nur einmal nähen wollt, guckt einfach, dass ihr schön außen am Rand entlang geht. Das ist das mit diesem Stück. Jetzt brauchen wir natürlich noch den Klettverschluss und da nehmt ihr jetzt das Teil vom Innenstoff, weil per se ist es ja dann so, ich zeige euch das kurz, dass wenn wir dann genäht haben, das quasi so liegt und so liegt. Von dem her brauchen wir hier oben an dieser Lasche einen Klettverschluss und dann hier am Außenstoff noch einen. Wir machen jetzt aber, damit es dann wirklich passt, zuerst hier oben diese Lasche fest. Und da mache ich es auch so wie vorhin. Das heißt, ich habe hier schon ein Stück Doppelklebestreifen drauf gemacht. Gehe hier auch die 2 cm rein, respektive, nee, ich gehe hier 2,5 cm rein, effektiv, um sicher zu sein, dass sie wirklich schön innen liege. Da auch wieder gucken, dass sie auf beiden Seiten gleich weit außen liegt. Und dann könnt ihr dieses gerippte Stück da aufkleben und das natürlich auch mittig. Ich habe hier 2,5 und hier lege ich jeweils bei 5,5.
Und jetzt kann ich hier auch an die Nähmaschine gehen und das ringsherum annähen. Hier werde ich genau gleich wie beim Label auch Oben- und Unterfaden rosarot nehmen. Let's save this night. Favorite mistake playing on repeat. Baby, let's feel every heartbeat. I'll be yours till the morning light. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann solltet ihr hier schön gerade drauf liegen. Und bevor wir jetzt das zweite Stück anbringen, werden wir die beiden Stücke kurz auf einer Seite zusammennähen. Das heißt, wir legen den Stoff rechts aufeinander, gucken, dass das hier überall schön aufeinander passt, auch oben, dass die beiden Laschen hier schön aufeinander liegen. Und das könnt ihr euch kurz festklippen. I'll be yours till the Weil was wir hier jetzt machen, ist einmal dran runternähen, das heißt am Anfang verriegeln, runternähen, unten wieder verriegeln und das mit 1 Zentimeter Nahtzugabe. Ihr könnt euch eigentlich quasi am Rahmen oder am Ende von diesem Volumenvlies orientieren und quasi da entlang nähen. Das machen wir jetzt auch kurz. morning light. Here in the moment, we're breathing alive. Both of us lost in this ugly light. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier auch kurz die Naht schön aufbügeln, damit die schön gerade ist. Dann legt ihr, wenn ihr das gemacht habt, die beiden Stücke schön aufeinander. Das legt sich dann auch besser, wenn es gebügelt ist. Und dann näht ihr schön knappkantig. Das heißt, ich orientiere mich mit dem Nähfuß auf der Seite und mache die Nadel nach rechts und nähe hier entlang dieser Kante das einmal ab. Das, was man nachher sehen wird, ist bei mir jetzt die Seiten mit den Rosen und deshalb werde ich das Ganze so nähen, dass ich den Oberfaden, den grauen nehme und den Unterfaden nehme ich den rosa Faden und ich lege das auch so auf die Nähmaschine, weil da oben die Obernaht immer so ein bisschen schöner aussieht als die Unternaht. Das heißt, ich werde das hier so nähen. Und das mache ich auch gleich. Here, all that matters is you and I. Darling, hold on and let's save this night. Let's save this night. Let's save this night. Wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr hier jetzt eine wunderschöne Kante haben. Und jetzt müssen wir natürlich, bevor wir das Ganze zusammennähen, noch den zweiten Teil des Klettverschlusses anbringen. Aber dadurch, dass wir jetzt die Stoffe zusammen schon haben, können wir das jetzt auch ein bisschen besser abmessen. Und zwar nehme ich hier einfach das Element, was ich da reinpacken will. Und lege es einfach so rein, dass das hier passt. Ich will hier oben genug Platz haben, weil ich den Stift noch habe. Von dem her wird es bei mir so sein. Und damit ich das jetzt dann auch nachher noch richtig habe, mache ich mir hier auch gleich 2 Markierungen. Und zwar gucke ich, dass ich die Markierung hier außen mache, wo die Nahtzugabe ist, dass man das nachher dann auch nicht mehr sieht. Und so weiß ich nachher, wo ich die Lasche hinlegen muss. Und jetzt könnt ihr das, ich würde hier nicht zu fest, also hier gucken, das könnt ihr auch kurz ein bisschen befestigen, damit die wirklich schön übereinander bleiben.
diese beiden Laschen hier oben. Und dann könnt ihr das quasi hier drüber legen. Guckt einfach, dass es nicht zu straff ist. Bei mir wird es in etwa hier sein. Weil was ich jetzt sehe, ist unten, wo der obere Teil des Klettverschlusses ist. Und da kann ich mir jetzt eine kleine Markierung in den beiden unteren Ecken quasi machen und dann weiß ich, wo ich den zweiten Teil des Klettverschlusses anbringen muss. Nämlich hier. Und das mache ich jetzt auch. So, den habe ich jetzt hier schön mittig angebracht und was ich jetzt mache, jetzt wird es ein bisschen friemelig an der Nähmaschine, aber jetzt geht es darum, dass ihr nur auf diesen Stoff, den Stoff nehmt ihr weg, also ihr legt den einfach weg beim Nähen, gucken, dass ihr das untere Teil auch nicht annäht, ihr könnt es da jeweils auf der Nähmaschine ein bisschen zusammenrollen, dann geht es auch einfacher, aber so näht ihr jetzt diesen zweiten Teil des Klettverschlusses an. Da werde ich jetzt, weil ich bleibe ja innerhalb von diesem rosa Klettverschluss und von dem her werde ich da mit Unter- und Oberfaden rosa arbeiten. Und das mache ich auch kurz. Is in a stream. The ocean called for you and me. Still. Jetzt sind effektiv all die Nähte, die wir haben, sehen wir nicht, weil die nur im inneren Bereich sind. Und so haben wir hier wirklich schöne versteckte Nähte. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt klappen wir das Ganze auf. Und zwar legt ihr hier den Innenstoff vor euch hin. Dann kommt ihr mit dem, quasi hier mit der Lasche hoch und legt die hier auf die Markierung, die ihr euch vorher gemacht habt. Guckt, dass ihr wirklich schön gerade hochkommt. Das heißt auf beiden Seiten, dass es stimmig ist. Und dann legt ihr dieses Stück auch wieder, so dass die beiden rechten Seiten aufeinander liegen, legt ihr die hoch, ohne hier das innere Teil zu verschieben. Dann mache ich das da, wo ich die Überlappung habe. Da stecke ich kurz mit einer Stecknadel fest, damit mir das auch ja nicht verrutscht. Das auch auf der anderen Seite. Und dann brauchen wir noch eine Wendeöffnung für das Ganze. Vielleicht kurz, ihr könnt es ringsherum kurz festknipsen, damit das alles schön aufeinander liegt. Und hier oben, da brauchen wir noch eine Wendeöffnung. Und ich gucke, je nachdem, was ihr für ein Volumenvlies verwendet, dass ich hier schon genug habe. Und da gehe ich mit 8 cm. Das heißt, ich werde hier
bei 8 cm die Wendeöffnung machen. Was ihr jetzt macht, ihr näht jetzt einmal hier, ihr startet hier, verriegelt, geht da entlang, darunter, darunter, verriegelt hier unten wieder und da könnt ihr eben 1 cm Nahtzugabe oder ihr könnt euch auch am Rand des Vlieses orientieren und dasselbe mache ich dann auf der Seite, das heißt hier ich starte quasi auf der Seite, verriegle, gehe hoch, hier rüber bis hierhin und verriegle hier wieder und ja, genau, das mache ich jetzt kurz. So I close my eyes, 'cause you reflect in everything. It's shining through the light in you. It shines so true. The light in you. Free, feel free to run, make it once again, and dreams turns into ashes, but here you are still in my arms. It's shining through the light in you. Guckt da wirklich drauf, dass ihr da schön langsam und sauber näht, weil ihr habt hier schon einiges an Stoff aufeinander, ne? Und vielleicht habt ihr es gesehen, da wo die Lasche übereinander liegt, da bin ich effektiv hin und her einmal, um da wirklich sicher zu sein, dass das hält. Jetzt können wir das Ganze auch hier noch ein bisschen zurückschneiden, bis auf den Teil, wo ich die Wendeöffnung habe. Da lasse ich das ganz, ansonsten schneide ich das ringsherum ein bisschen zurück. It's shining through the light in you. It shines so true. The light. Und dann könnt ihr auch da, wo ihr die Ecken haben werdet, da so ein bisschen zurückschneiden, damit sich da dann keine so kleinen Knollen bilden. So, und jetzt können wir das Ganze wenden. Und da werdet ihr sehen, dass ihr habt ja hier einen Innenstoff und einen Außenstoff. Und da guckt ihr einfach darauf, dass der Außenstoff unten liegt, ihr auch das Ganze inklusive der Lasche hebt, quasi unter die Lasche drunter geht und von daher den Stoff quasi durch die Wendeöffnung durchzieht. Und jetzt könnt ihr euch quasi entscheiden, was ihr machen wollt. Die eine Variante ist, dass ihr das hier mit einer Leiternaht von Hand, also die Wendeöffnung mit einer Leiternaht quasi zumacht, oder einer Leiternaht, einer versteckten Naht, damit man das hier oben dann nicht mehr sieht und das Ganze quasi so belasst und dann habt ihr hier quasi
die Tasche schon fertig. Ich finde es immer schön, wenn das Ganze abgenäht ist. Das habe ich auch bei der anderen Tasche gemacht, um hier den Unterschied zu zeigen. Eine andere Variante ist, dass ihr nur die Lasche oben abnäht. Da würde ich euch aber anraten, dass ihr wirklich das von oben näht, damit hier wirklich die schöne Naht ist. Ich habe gerade nur einen ganz kleinen Kampf mit meiner Wendeöffnung, aber nur einen kleinen. Naja, auf jeden Fall würdet ihr hier starten und dann einfach hier knappkantig entlang nähen, bis ihr hier wieder am Ende seid. Das ist eine Variante, dass ihr effektiv nur den Deckel abnäht und damit würdet ihr dann hier auch die Wendeöffnung schließen. Oder ihr näht es komplett einmal ab. Da würde ich aber euch auch anraten, das in 2 Teilen machen, gerade eben weil der Oberfaden oder die Obernaht immer ein bisschen schöner aussieht als die Unternaht. Da würde ich effektiv, und das werde ich jetzt auch gleich machen, ich fange hier an, nähe hier runter, alles schön knappkantig, hier unten durch, hier wieder hoch bis hier und auf diesen beiden Seiten verriegle ich ganz kurz, also wirklich nur ganz klein. Und dann drehe ich das Ganze, also das hier eigentlich überall. Ich habe hier den grauen Oberfaden und den rosa Unterfaden. Und dann nehme ich dieses Stück und mache genau das, was ich euch vorhin erklärt habe. Das heißt, ich fange hier an. Also ihr kommt ja dann mit einer Naht hoch. Hier ist ja dann quasi die Unternaht. Und da könnt ihr einfach quasi weitermachen und dieses Stück abnähen, bis ihr da auch wieder auf der anderen Naht seid. Und das ist effektiv auch das, was ich machen werde. Ich werde jetzt aber ganz kurz das Ganze noch bügeln, weil durch das Wenden wird die immer so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und da werde ich jetzt einerseits kurz diese Wendeöffnung schön hinlegen und das Ganze bügeln und dann geht es dann auch mit dem Nähen ein bisschen einfacher. Wie gesagt, wenn ihr es abnäht, dann macht es hier wirklich schön knappkantig. Ihr seht hier diesen Abstand, den ich gewählt habe. Ich habe hier die Heat Press schon mal eingestellt. Auch bei mir ist es für meine Flexfolie ist es eine auf der Stufe 2. Die ist eigentlich auch schon ready. Und den Schriftzug habe ich mir in dunkelgrau oder in einem dunklen Grau ausgeplottet. Ich fand, es gibt eigentlich einen guten Kontrast hier auf dem Rosa. Und aufbringen müsst ihr das natürlich so, wie dann die Lasche zu liegen kommt. Das heißt so. Und von der Größe her habe ich einfach geguckt, dass ich die äußere Naht verdecke und mit der Schrift nicht außerhalb von dieser inneren Naht komme, die ich gemacht habe. So kann ich mir das schon mal zurechtlegen oder es so aufkleben. Und ich werde es jetzt so machen, dass ich das so einmal da kurz mit der Heat Press drüber gehe,
dass es so ein bisschen richtig sitzt. Und nachher werde ich das Ganze mit einem Backpapier abdecken, einfach um den Außenstoff zu schützen, und gehe dann die vollen 30 Sekunden drauf. So, und schon ist das Ganze fertig. Und so einfach könnt ihr eure eigene iPad-Tasche oder iPad Mini oder was auch immer ihr für ein Android-Gerät habt, so eine Tasche dafür machen. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, das Ganze auch mal auszuprobieren. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept up.